Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Gekreuztes und so. Und heute gibt es mal nur ein ganz kleines Update, vermute ich zumindest, weil ich hatte zwischen dem Dreh meines letzten Videos und dem Beginn zu Stitchmania noch ein paar Tage Zeit und habe noch ein paar Sachen gestickt, aber wollte die jetzt nicht mit der Stitchmania, mit den Stitchmania Videos durcheinander mischen. Und deswegen filme ich euch jetzt einfach nochmal ab, was ich die letzten Tage gestickt habe. Und dann wird das nochmal so ein kleineres Flosstube für zwischendurch. Genau, begonnen habe ich nochmal mit dem Stickmarathon. Diesen Monat habe ich ja Isabelle Accourt-Vautier gestickt. Ich habe das am 1. April, ja, diesen Monat ist gut, wir sind schon einen Monat weiter, also am 1. April begonnen und habe das jetzt Ende April nochmal in der Hand gehabt. Ich habe es immer noch nicht geschafft, es ist doch größer als man denkt. Vor allen Dingen ist es sehr viele stickintensive Flächen drin. Das seht ihr hier an dem Haus zum Beispiel. Stickt sich natürlich aber auch wunderschön hintereinander weg. Das sind auch nur 76 mal 132 Stiche. Und ich habe das hier gestickt auf einem Aida, ich glaube 14 Count und mit Kaffee-Tee-Methode selbst gefärbt. Das ist auch jetzt schön zerknittert. Ich kriege das jetzt hier auch nicht glatt. Ich hätte es euch ja mal ein bisschen einspannen können vielleicht, aber es ist so, wie es ist. Aber ich zeige nochmal das Bild daneben. Fehlt noch ein Stück. Fehlt hier noch der ganze obere Schriftzug und hier unten fehlt auch noch ein bisschen Sand und hier noch ein bisschen Grünzeug. Aber ansonsten, ja, geht es Richtung Endspurt. Ich denke noch einmal in die Hand genommen vielleicht. Ich hatte nur, irgendwie bin ich mit irgendwas dazwischen gekommen. Ich hatte mich hier, also ich kann euch ja mal noch ein Foto einlegen, habe ich hoffentlich von vorher. Ich habe die zweite Hälfte von dem Haus gestickt und hier den Baum und hier oben noch so ein bisschen den, ist ja auch mehr so Meer und Sand. Das waren aber nicht sonderlich viele Stiche, gebe ich zu. Also gut, ich weiß es nicht, wie viele es sind, ich kann es nicht zählen, ist ja eine Papiervorlage, aber ich glaube, ich habe einen Tag dran gestickt. Dann hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr oder dann kam irgendwas dazwischen und dann habe ich gedacht, ach, dann nehmen wir es irgendwann später nochmal in die Hand. Das fehlt ja nicht mehr viel und man freut sich auch später über den Finish. Genau, die Vorlage ist aus diesem Buch, habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, Merveille von Juli, August 2012. Gibt sicherlich ab und an noch bei Vinted zu kaufen. Und ihr seht hier vorne drauf schon die Motive, die hier drin sind ungefähr. Kann man hinten noch ein bisschen was sehen? Ja, hinten sieht man auch noch ein paar Motive. Ich finde die Zeitschrift sehr schön, die ist aber, glaube ich, nicht mehr im Druck. Also das sind nur noch ältere Exemplare, die es da bei Vinted gibt. Mir gefallen die aber besser, die Merveille von 2012 und, ja, ich weiß nicht wie lange, Folgejahre, wie jetzt die neue Pointe de Croix. Also ist halt Geschmackssache, ne, natürlich, aber ich finde die ein bisschen ansprechender. Wie viele Farben waren hier drin? Ungefähr 10, ja, 10, 11 Farben. Und man hat hier so eine separate, genau, so eine separate Papiervorlage, die man rausnehmen kann und sich abkopieren kann oder wie auch immer. Jo, das war mein Stickmarathon und ich habe es euch im letzten Video schon angekündigt. Im Mai geht es zu Old Forest Embroidery. Guckt da gerne auch noch mal rein in das Video, da habe ich euch die Designer kurz vorgestellt, naja, beziehungsweise eher dort, wo man es kaufen kann, was es für Motive gibt. Ja, ich hoffe, dass jemand mitsticken wird. Stickt eigentlich sowieso jeder ein Old Forest Embroidery. Kann man ja im Mai dann vielleicht mal zur Hand nehmen. Dafür bietet sich das ja an. Gut, als nächstes habe ich aus einer Cross-Stitch-Zeitschrift Naomi gestickt. Ich würde es mal mit einblenden und habe das am 14.09.24 begonnen. Und das ist schon ganz schön groß. Habe ich euch hier überhaupt schon reingezoomt? Ja, ein bisschen. So, aber es passt drauf. Passt auch unten fast noch drauf. Ich habe aber genau hier dieses Kästchen gestickt und hier noch ein bisschen runtergezogen. Und das waren... Ach, wo habe ich es denn hingeschrieben? Hier. 1709 Stiche. Also nur dieses Kästchen.
Und wie gesagt, hier, es war vielleicht 1 oder 2 so eine Knubbel. Also das war schon recht stickintensiv. Und das ihr hier seht, insgesamt sind jetzt 50%. 50,25%, um genau zu sein. Das Rot seht ihr jetzt hier nicht so schön auf dem Stoff. Jetzt lege ich mal die Garnnoppen noch mal ein bisschen näher rein. Oh nee, wird auch nicht besser. Ja, also ihr seht, das sollte eigentlich ein Rot sein. Kommt in der Kamera jetzt nicht so rüber, ist die Farbe 814. Auf einem weißen Stoff, auf einem Verdal Blanco, 40 Count. Und das Werk wird 245 mal 263 Stiche groß. Das sind etwa 28.000 Stiche. Also das ist schon ordentlich und wie gesagt recht stickintensiv. Und stickt sich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, nicht ganz so schön wie der Long Dog Sampler. Ist ja eigentlich ähnlich aufgebaut. Man hat unwahrscheinlich viele Motive, die so aneinandergereiht sind. Aber irgendwie tue ich mich mit dem Sampler hier ein bisschen schwerer als mit Long Dog Sampler. Aber das macht nichts. 50% haben wir geschafft in 2 Jahren, naja, in 1,5 Jahren. Also brauche ich noch mal mindestens 2 Jahre dafür, weil, ihr wisst es auch, habe ich euch auch schon ein paar Mal erzählt, ich fange ja ganz viele Projekte im Mai an und dann steigt meine VIP-Zahl auf 66 Projekte und da kommt man natürlich nicht mehr allzu oft zu alten Sachen. Aber ich bleibe da, ich habe vor, nicht allzu viel mehr anzufangen dieses Jahr. Das ist ein gutes Vorhaben, fällt mir da so ein. Ich habe hier meinen Stickmarathon laufen, also ich fange ja jeden Monat definitiv ein neues Stück an. Aber ich denke, jeden Monat ein Stück anzufangen ist recht vernünftig, oder? Wenn man schon 65 oder 66 offene Projekte hat, tut das eine Projekt jetzt auch nicht wirklich, ja, übermäßig einschlagen. Gut, aber das hier habe ich zum Beispiel im Januar gestartet von Teresa Kogat. Ich liebe ihre Designs. Ich sage es immer wieder, ich liebe nicht alles, aber das finde ich unwahrscheinlich schön. Dwelling Place. Und naja, passt schon nicht mehr ganz drauf. Geht hier unten noch ein bisschen rum. Aber sagen wir mal so, die Hauptaktivität ist hier oben gerade. Kann man noch ein bisschen ziehen. Ist mal arg zerknittert, meine Stoffe. Genau, im Januar 26 habe ich das jetzt begonnen und habe mich die letzten Tage hier drüben aufgehalten. Genau, ja, ich habe eigentlich die Bordüre hier rübergezogen. Ich wollte gucken, wann es hier endlich runter geht. Genau, dann geht es hier auch runter. Den Vogel und hier sind schon so die ersten Blätter von der Blume. Da führen jetzt natürlich noch die Stängel hin, aber da so viel Lust oder Zeit hatte ich dann nicht mehr. Was ich schön finde an dem Muster, dass man hier unterschiedliche Bordüren hat, obwohl sich hier oben die Bordüre auch echt mega gut sticken lassen hat. Also die hätte ich auch ums ganze Stück sticken können wollen. Zumal wenn man es immer so ein bisschen mit dem Innenmotiv macht, ist es auch, also die ließ sich wirklich gut sticken. Ganz fertig bin ich noch nicht hier oben. Hier fehlen noch so ein paar hellere. Ihr seht es hier an diesem Viereck gehen noch so eine kleinen Stiche rechts und links ab. Also die fehlen hier noch, aber das ist nicht sonderlich viel. Das ist dann auch recht schnell gemacht, aber es geht ja auch gar nicht um Schnelligkeit, sondern nur, dass es fertig ist. Also ganz oben bin ich noch nicht fertig, aber arbeite ich dann einfach mal mit ab. Wie viele Stiche das sind, kann ich euch auch nicht sagen. Aber insgesamt wird das Motiv 318 x 284 Stiche groß und es besteht aus 15 Farben, das Werk. Was schön ist bei Teresa Kogat, die bietet Week Styleworks und Gentle Arts, glaube ich, oder Classic, ach, ich weiß nicht mehr, irgendwelche 2 Sorten an. Aber schreibt dahinter auch gleich die DMC-Konvertierung, sodass man das sofort austauschen könnte. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe hier ganz normale DMC-Garne verwendet und 15 Farben. Das ist also auch recht überschaubar. Der Stoff, auf dem ich das gestickt habe, ist wieder ein Lino Bristol und ein 46 Count, den ich auch mit einer Kaffee-Tee-Methode gefärbt habe. Und den habe ich aber eigentlich nur ganz kurz reingehalten in mein Kaffee-Tee-Gemisch und dann habe ich mal drüber gebügelt. Ich habe hier auch den, glaube ich, gar nicht in den Backofen reingepackt. Ich habe das, als er noch feucht war, drüber gebügelt, was man jetzt natürlich nicht mehr erkennt, dass der mal gebügelt war.
Aber das liegt halt daran, dass man den ständig, naja, dass man den halt in der Hand hat beim Bügeln, beim Sticken. Und dann zerknittert der halt wieder, ne? Ich sticke halt auch in der Hand, insofern zerknittert der halt ordentlich. Also ich nehme mir zwar so einen Q-Snap zur Hilfe, aber ich spanne das nicht komplett auf allen 4 Seiten ein, sondern spanne es nur so zur Hälfte ein, damit ich den Stoff irgendwo nicht so rumhängen habe, und dann sticke ich das halt. Und dann knautscht das natürlich, wenn man hier immer so drunter fasst, ne? Dann hat man hier immer so einen schönen Knautscheffekt. Aber das macht nichts. Wenn es dann fertig ist, wird es auch irgendwann mal gebügelt da liegen. Aber das dauert noch ein Stück. Ich bin noch nicht mal bei einem Viertel, glaube ich. Also noch ganz am Anfang, aber es ist so schön. Es tut wirklich, man muss sich überwinden, das Stück wieder wegzulegen. Ansonsten stickt man es nämlich durch. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Wir wollen ja an allen Projekten ein bisschen sticken. Als nächstes, und heute jetzt versuche ich mal im Anschluss an dieses Video, versuche ich mal diesen Stoff einzufangen. Ich bekomme den Stoff nicht in diese Kamera, das wird heute wieder so sein. Das ist erstmal das Werk, was ich gestickt habe, und zwar, ach, wie heißt es denn? Quaker Handwork von Brenda Gervais. Habe ich am 1. Februar 26 gestartet und es sind 8 Farben drin. 179 mal 105 Stiche, und ich sage euch, das ist so schön. Das ist wirklich, also das ist richtig schön. Ihr seht wie immer das leider den schönen grünen Stoff nicht, aber ich versuche es nachher mal. Wir haben heute schönes Licht, ich gehe dann mal raus, rüber. Ich werde überall mal diesen Stoff fotografieren und lege euch dann mal ein Foto irgendwo mit rein, wie dieser Stoff einfach aussieht, wie schön es auf diesem grünen Stoff rauskommt. Es ist ein Träumchen. Ihr seht auch, ich bin eigentlich schon recht fortgeschritten. Ich habe die, ich glaube ja, hier eigentlich alles hier, nee, hier unten, naja, irgendwo hier so die linke Seite lang gestickt. Vielleicht finde ich auch noch mal ein Bild, was ich links einlegen könnte. Bestimmt. Muss es aber mal weiter rübernehmen. Bis hierher, ach ja, ich habe auch noch dieses Motiv ausgestickt. Das macht, ich liebe das ja, wenn das so, wie soll ich denn euch das beschreiben? Wenn das hier, es ist ja alles recht lückig. Na, lückig nennt man es auch nicht. Es ist ja kein Voll Coverage, ne? Es ist ja wirklich nur ein ganz leichter Stich. Und dann gibt es zwischendurch halt so eine Flächen, die man ausstickt. Finde ich total toll. Gefällt mir unwahrscheinlich gut. Und dann natürlich der Vogel, da war ein bisschen was zu sticken. Die Hälfte hatte ich schon beim letzten Mal gestickt. Und hier fehlt jetzt eigentlich auch nur noch diese kleine Lücke. Aber das sind auch noch mal über oder um die 1000 Stiche. Ach, und da hatte ich keine Lust mehr. Ich mag mich dann auch nicht zwingen, und ich mache auch nicht zwingend irgendwelche Motive fertig. Wenn ich keine Lust mehr habe, lege ich es einfach weg. Ob da noch die Nadel, ob da der Faden noch drin ist oder... Also ich bin da total intuitiv unterwegs. Ich setze mir da überhaupt keinen Zwang. Ich weiß, dass mir das sowieso beim nächsten Mal, dass ich das Lederzeit gerne wieder in die Hand nehme und fertig sticke. Da kommt es dann auch nicht drauf an, ob ich das eine Motiv jetzt noch oder ja, irgendwas zu Ende sticke. Aber ich glaube, hier bin ich soweit bei allen Motiven sogar fertig. Das sieht auch recht abgeschlossen aus. Das hier oben auch. Die Vögel. Also was hier überall noch zwischendrin fehlt, das sieht man aber nicht, sind so Buchstaben. Mal sehen, ob man das hier sieht man es. Genau, hier sind Buchstaben, hier, die habe ich alle, und hier. Genau, wir haben eigentlich 4 Buchstaben. Naja, das ruft ja nach den Initialen meiner Familie. Genau, wir haben 4 Buchstaben, die habe ich alle weggelassen, weil ich habe die ersten gesehen und dachte mir, oh, was machst du denn da hin? Naja, machst du dann am Ende deine Initialien hin. Dann bin ich über die zweiten gefallen und dachte mir, die lässt du auch erstmal weg. Ja, und inzwischen stelle ich fest, es sind 4 Stück. Und das ist natürlich praktisch, da mein Mann und ich 2 Kinder haben. Und da werden wir doch alle 4 hier reinsticken. Und das ist doch super, oder? Aber ich sticke meine Eltern und meine Schwiegereltern ein. Das könnte ich auch machen. Ja, das muss ich mal sehen, wie mir lustig ist. Das entscheide ich dann beim nächsten Mal. Genau, also hier ist es auch, an der Seite ist es nicht mehr viel, ne? Das C fehlt noch und hier diese 2 Motive. Aber wie gesagt, hier sind überall noch die Initialien, die ich noch reinsticken muss, und damit waren es auch noch über 1000 Stiche. Ich wollte das jetzt nicht so runterprügeln. Und wenn es am Ende dann, wenn man sich dann so quält, die letzten Stiche, das mag ich auch nicht. Also
Nee, das ist einfach ein reines Hobby und da gibt es auch keine Verpflichtung. Wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, lege ich es einfach zur Seite, fertig. Ganz wenig Farben, nee, hatte ich schon gesagt, ne? 8 Farben. Und dieser Stoff, den ich euch ja versuche irgendwo mal reinzuhängen, ist ein 32 Count Belfast Leinen, Blättergrün-Weiß. Ihr kennt den sicher, ihr habt den alle schon mal gesehen, aber er kommt halt auf dieser Kamera nicht raus. Aber gut, das versuche ich gleich im Anschluss mal zu machen. Ich werde mal versuchen, diesen Stoff mit meiner Kamera einzufangen. Ihr wisst jetzt, ob es geklappt hat. So, und dann hatte ich noch einen Tag bis zur Stitchmania. Und ich konnte es eigentlich schon gar nicht mehr erwarten. Ich hätte schon am liebsten angefangen. Vor allen Dingen wusste ich auch gar nicht so richtig, womit ich anfange. Ich habe so viele Lieblingsprojekte darunter. Ja, man sucht sich halt auch nur das Schönste raus, wisst ihr ja sicherlich. Da dachte ich, was stickst du jetzt noch? Was fasst du jetzt noch an? Und da habe ich mir so überlegt, ich werde jetzt noch ein letztes Schaf sticken und dann höre ich auf. Ich wollte euch noch ein paar Schafe zeigen. Ich hole mal noch ein paar raus. So, starten wir erstmal mit dem Schaf, was ich jetzt gestickt habe. Das ist nämlich hier dieses mit dem Haus, wie man unschwer, nee, doch, erkennt man noch nicht so wirklich gut, steht zwar schon was drauf, aber das Haus fehlt noch. Ich hätte natürlich am liebsten zuerst das Haus und das Schaf gestickt, aber ich habe mich auch wirklich gezwungen, die Bordüre erstmal drumherum zu sticken, weil ihr wisst es vielleicht selber, die Bordüre ist eigentlich immer das Schlimmste. Und wenn man ein Motiv fertig hat, bis auf die Bordüre, hat man eigentlich nie Bock, das fertigzustellen. Also dachte ich mir, ich ziehe das jetzt hier noch durch. Ich habe hier schon angefangen, die auszufüllen, die Bordüre. Und dann hinterher ist es nicht mehr viel. Es ist wirklich nur noch dieses Haus auszusticken und hier steht halt noch ein Schaf auf der Wiese. Und dann ist es auch fertig. Aber es hatte definitiv mehr als 1100 Stiche. Weil die, seht ihr hier, die 1100 Stiche und ja, ich hatte halt auch nur noch einen Tag und deswegen ist das jetzt auch nicht fertig geworden, aber das macht ja nichts, habe es gerade erzählt, dann kommt es halt beim nächsten Mal wieder raus. Was hat man hier noch stehen? Na, nichts Wesentliches, aber ich wollte euch jetzt mal die Schafe zeigen, die ich alle schon gestickt habe. Und zwar möchte ich die beiden hier gleich finishen. Wahrscheinlich werde ich die beiden auf so eine Pappe spannen. Genau. Und den mit Stoff einfach überziehen. Das ist so die Idee von diesen beiden. Dann hatte ich, mal sehen, ob wir die alle reinkriegen. Das werden wir bestimmt nicht. Nur so immer so ein bisschen Ansätze. Dann war das mein erster Versuch. Da wollte ich wirklich so ein Kissen haben. Ja, aber der Stoff hört halt auf und dann haben wir hier überall noch so Kissen drumherum. Seht ihr das? Hinten ist noch auch noch ein ganz normales Kissen. Aber dadurch ist das natürlich mega riesig. Dafür ist das Motiv zu groß, beziehungsweise ist der Stoff, auf den ich es gestickt habe, zu grob gewesen. Also das ist ein Riesenkissen. Das lege ich euch mal daneben, dass ihr wisst, wie groß das ist. Ach, jetzt habe ich aber überhaupt nichts hier, was irgendwie passt. Nee, also meine Hand vielleicht, ne? Also wenn ich die querlege, ist das Kissen, habe ich ja das Kissen so groß wie meine Hand in der Diagonalen. Und meine Hand ist zwar nicht sonderlich groß, aber das Kissen finde ich schon, wow, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. So, dann habe ich eins gefinisht, das sollte eigentlich genauso gefinisht werden wie das, ist auch der gleiche Stoff, aber da habe ich mich irgendwie, wie ihr seht, habe ich ja hier mit dem Kissenstoff schon irgendwie angefangen, aber ich habe es dann irgendwie zu knapp abgeschnitten. Naja, bin halt keine Näherin. Sollte eigentlich genauso aussehen. Ist dann jetzt dadurch aber kleiner geworden, aber war dann halt das perfekte Übekissen für das, sodass das dann wenigstens geworden ist. Und dann habe ich mir so gesagt, oh, die sind mir eigentlich alle zu groß. Das hier ist mir eigentlich auch alles viel zu groß. Ich mag das lieber ein bisschen kleiner. Und dann habe ich es auf feineren Stoff gestickt. Und das sind eigentlich meine absoluten Lieblingsschafe. Wenn die halt kleiner sind, dann kann man halt noch ein bisschen Stoff drumherum machen und ach, sind die nicht süß? So richtig, die schreien richtig nach Liebe. Und dann habe ich das gleich nochmal, weil ich auch so auf einen feineren Stoff gestickt habe. Genau, und jetzt legen wir mal das kleine Kissen auf diesen großen drauf. Seht ihr das? Naja, ich lege es mal in eine Ecke. Ich glaube, da sieht man es vielleicht am besten.
das ist schon eine Hausnummer, ne? Das ist schon, also ein Unterschied wie Tag und Nacht, sage ich mal. Gut, das hier ist natürlich, dadurch, dass hier noch so ein riesen Stoff drumherum kommt, ist das natürlich halt gleich dreimal so groß wie das hier. Aber insgesamt sind halt meine Schafe komplett unterschiedlich. Andere Stoffe, andere Finishes. Und das letzte wollte ich ja, wie gesagt, wie auf so einen Karton spannen. Das macht ja aber nichts. Die müssen ja auch nicht alle an der gleichen Stelle liegen, meine Schafe. Aber insgesamt sind die schon total süß, finde ich die. Also das macht auch Spaß. Es geht halt auch schnell. Ein so ein Motiv dauert ungefähr 2 Tage. Und dann muss man es halt noch finishen und das fetzt schon. Aber ich höre dann wahrscheinlich trotzdem auf mit den Schafen. Ich habe zwar nur 6 von 12 gestickt, also die Hälfte. Aber ja, vielleicht kitte ich es auch nicht ab. Ich tue es erstmal wieder in meine Dachkammer rein, wo sozusagen die gekitteten Werke liegen. Vielleicht fasse ich es ja später nochmal an. Da muss ich es nicht alles nochmal zusammenstellen. Das wäre vielleicht eine Überlegung, wenn man es einmal gekittet hat. Wäre es dann schade, wenn man es ganz wegtut. Aber ich werde es dann aus meinen Wips erstmal rausnehmen, weil die 6 Schafe reichen mir erstmal. Genau. Gut, das ist, glaube ich, jetzt alles das, was ich gestickt habe. Und ich habe mir das schon gedacht, wir sind noch nicht so sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Aus dem Grund hatte ich mir überlegt, ich werde euch jetzt mal noch ein Buch zeigen und dann am Ende zeige ich euch mal noch ein paar Impressionen aus meinem Garten. Machen wir gleich mit dem Buch weiter. Petit Point Étoile de Lin von Marjorie Massey. Ob ich den Namen richtig ausspreche, weiß ich nicht. Habe ich auf Etsy gekauft. Ist auch ordentlich dick, wie man hier sieht. Hat mal original 15 € gekostet. Und jetzt muss ich sehen, dass wir das irgendwie so durchblättern, dass ich euch immer nur das zeige, was ich euch auch zeigen darf. Habe ich jetzt Etsy gesagt? Irgendwie habe ich jetzt Etsy im Kopf. Ich meine Vinted. Ich habe das bei Vinted gekauft und dort gibt es das auch noch. Ich weiß nicht, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Kann es mir ja nicht gleich anhören. Wie immer, ein französisches Buch ist schön aufgemacht, finde ich. Das lässt sich, also schon allein diese Seite ist doch einfach schön, oder? Ansonsten ist das doch immer so winzig gemacht aber das guckt sich doch auch schon einfach ganz gut an. Oder auch diese Bilder sind doch einfach was fürs Auge. So, jetzt will ich mal gucken, wie weit ich euch noch mitnehmen kann. Ich werde es einfach immer ein bisschen ranmachen. Genau, das ist so wie so ein Geburtssample, obwohl da kein Name drin steht. Ich kann es gar nicht lesen. Naja, muss ich jetzt auch nicht übersetzen. Das sind also kleinere Motive hier. Und das ist wirklich nochmal so ein BB-Sampler. Kissen. So, das ist ganz praktisch mit der Pause-Taste. Da kann ich euch immer die Diagramme ausblenden und euch einfach nur die Bilder zeigen, die es dann halt auf den nachfolgenden Seiten als Diagramm gibt. Ich kann euch mal ein Diagramm zeigen, damit ihr ungefähr seht. Es ist wirklich gut und groß, riesig, mega zum Sticken, sage ich. Also besser kann man es eigentlich gar nicht machen. So, hier kommen ein paar Motive für die Küche. Ich glaube, die werden wir jetzt alle noch mal einzeln sehen, deswegen brauche ich jetzt hier nicht so lange dran verweilen. Genau, so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Muss noch mal ein bisschen lunzen. Kann man ganz schön sticken, ne, wenn man die Kühe hier stickt. Landküche. Oh, schön. Guckt mal, hier ist ein Stück Stoff, der ist genauso zerknittert wie meine. Ich bin also total in eigentlich. Oder naja, das Buch ist von 2000, ich weiß nicht wann. Vielleicht bin ich doch nicht ganz so in. Aber es sieht zumindest künstlerisch aus. Die haben das hier auch einfach mit so einem Klebestreifen an die Wand geklebt. Finde ich auch total leckig. Total lustige Idee. Und weiter geht es mit Herzen. Hier steht Cuisine drauf. Kann man natürlich schlecht ins Deutsche
übernehmen, weil Küche eine andere Länge hat als Cuisine. Genau, und dann kommt Monogramm. Auch sehr schön, ich weiß gar nicht, seht ihr es? Was ist zweimal das gleiche? Ne, hier sind irgendwelche Hirsche. Und hier sind Eicheln, ne? Ja, ich glaube, das sind Eicheln. Das ist auch schön, ne? Wenn man mal nur den Buchstaben sticken will. Ist eigentlich auch ein schönes Geschenk. Nur, dass sich meine Leute immer nicht über Kreuzstich freuen. Aber wie ich das immer bei anderen YouTubern so höre, ihr verschenkt immer so viel, wo ich sage, wow, ihr habt die richtigen Familien oder Freunde. Bei mir würde ich wahrscheinlich einen ganz schrägen Blick bekommen, wenn ich sowas unterm Weihnachtsbaum lege. Krieg da ja wenig Begeisterung von allen meinen Bekannten und Freunden und Familien zu hören. Ist auch sehr niedlich, finde ich. Ist auch ein Buchstabe drin. Ich weiß gar nicht, ob man den austauschen kann. Will ich jetzt gleich mal gucken. Ja, es gab zwar viele kleine Buchstaben in dem Buch, also hier so die ganzen Buchstaben von den Sachen zum Beispiel, aber für das große Motiv jetzt, dieses Mittel-C wurde nicht ausgetauscht, leider. Aber man hat ja hier Möglichkeiten, überall seinen Buchstabe reinzusetzen. Sieht schon schön aus, ne? Wenn man damit auch noch was Gescheites macht, wie so ein Buchband, ein Buch einbinden oder so, das kann schon echt. Ups, jetzt muss ich aber ein bisschen rübernehmen. Das hat schon was. Also finde ich zumindest. So, hier kommt jetzt Alphabet. Nur ganz schlicht, ne? Ja, mit ein paar Kirschen dran, aber auch ganz einfach. Sieht aber irgendwie, sieht das auch cool aus in der. So ganz einfach gehalten. Oh. Ich sehe das gerade auf amerikanischen Kanälen ganz viel, dass so rote Sampler gestickt werden. Mit vielen Buchstaben. Und ich habe auch selber festgestellt, dass ich unwahrscheinlich gerne rot sticke. Ich kann die Begeisterung also nachvollziehen, wo ich das nie gedacht hätte. Rot ist definitiv nicht meine Lieblingsfarbe. Ich stehe in meiner Wohneinrichtung eher auf Grün, Braun und Blau. Ja, kann man so sagen. Hier gibt es eigentlich gar nichts Rotes. Aber Rot sticken, oh, macht so einen Spaß. Ach, das gefällt mir auch. Das ist richtig schön. Aber nur Buchstaben sticken, boah, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Buchstabensticker. Ich sticke sie mit weg, wenn sie irgendwo mit drin sind, aber jetzt hier nur, weiß ich noch nicht. Kommt vielleicht noch. Und hier gleich als kleiner Beutel verarbeitet, das ist dann auch schön. Theoretisch, nee, steht hier auch da, wie es verarbeitet wird. Nee, hier wird nur noch mal Danke gesagt. Und wie gesagt, so sieht ungefähr, also wirklich groß und deutlich, mega, mega gut sieht so eine Seite aus mit den Vorlagen. Also, schönes Buch. Vor allem, wenn man es gebraucht auf Vinted kauft, kriegt man es meistens für die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger. Und ja, damit haben wir die Buchvorstellung geschafft. So, und als nächstes blende ich euch jetzt noch ein paar Bilder von meinem Garten ein. Ich konnte da jetzt nicht so durchlaufen von A nach B, weil einfach mein Rasen gerade nicht gemäht ist und einfach noch überall viel zu viel rumliegt. Ein Hasenstall steht dazwischen. Mein Gewächshaus ist noch nicht aufgeräumt. Also es sind einfach noch zu viele Flächen, wo ich sage, boah, das Unkraut wächst gerade schneller, als ich nachkomme. Aber ich habe einfach mal die schönen Sachen euch rausgepickt und ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß. Ich möchte mich damit auch gleich verabschieden. Wünsche euch einen schönen Mai und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.